Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich hier im HiCAD ein bisschen auf die Funktion Ableitung mit Zeichnungen gehen möchte. Diese Funktion erfordert natürlich ein bisschen ein anderes Konstruieren als wie im Normalfall, aber ich möchte hier dies einfach nur zeigen, dass man auch solche Möglichkeiten hat. Das heißt, im Grunde genommen habe ich das hier einfach mal mit so einem Dachbinder gemacht. Man könnte das natürlich auch mit Fassadenpanelen, Blechbauteilen, Blechkassetten machen, die vielleicht parametrisiert sind oder auch nicht. In diesem Fall sieht man hier, ist dieser Binder parametrisiert. Das heißt, ich kann diesen Binder auf einfache Art und Weise in ein paar Varianten abändern. Ich habe das jetzt einfach nur ganz schnell aufgebaut, um einfach diese Funktion ein bisschen zu zeigen. Grundsätzlich muss man sich so vorstellen, ich habe als erstes das Modell aufgebaut, danach in Kombination mit Helios habe ich die Zeichnung schon am Anfang gemacht. Das heißt, ich habe die erste Baugruppe gemacht, danach habe ich schon die Werkstättenzeichnung für diesen Binder erzeugt mit den Schnitten. Ich habe auch Details hinzugefügt von 2 Details, damit man einfach das sieht. Ich habe hier eine 3D-Ansicht, die Stücklisten, einfach mal zum Zeigen. Und jetzt möchte ich einfach zur Funktion kommen. Das heißt, im Grunde genommen muss man sich so vorstellen, ich habe unter Zeichnungsverwaltung die Möglichkeit, diese Baugruppe abzuleiten. Was ich jetzt auch machen möchte, jetzt muss man im Grunde genommen wissen, dass die Baugruppe samt der Zeichnung abgeleitet wird. Das heißt, hier habe ich eigentlich schon meine Vorschau und ich möchte einfach diese Baugruppe einfach nach hinten weiter kopieren. Ich möchte sie einfach nur um 5 Meter nach hinten kopieren. Jetzt habe ich eine identische Kopie. Diese Kopie möchte ich jetzt einfach abändern. Das heißt, ich ändere einfach ein paar Werte. So machen wir einfach 900 auf der linken Seite und 1200 auf der rechten Seite. Jetzt soll der Binder nur mehr 6 Meter lang sein und der Abstand zwischen den Streben machen wir einfach hier in diesem Fall 80. Jetzt wird mir das Ganze neu berechnet. Man sieht hier, jetzt habe ich im Grunde genommen von meinen Werten einen Fehler gemacht. Das heißt, dadurch ich das jetzt einfach relativ schnell gemacht habe, habe ich natürlich nicht alle Varianten durchprobiert. Jetzt habe ich im Prinzip das einfach mal so abgeändert, damit man das hier in diesem Beispiel sieht. Man sieht hier, die Positionsnummer ist natürlich ungültig. Diese aktualisiere ich und möchte jetzt die neue Zeichnung erzeugen. Das heißt, ich habe ja im Hintergrund, bevor ich jetzt aktualisiere, das heißt, hier ist wieder die Auswahl, ich möchte das jetzt noch vorher im Helios zeigen, habe ich hier schon eine abgeleitete Zeichnung im Hintergrund, wo im Grunde genommen eigentlich bis jetzt noch das identische Teil drinnen ist. Jetzt werde ich hier diese Zeichnung noch aktualisieren, das heißt, jetzt wird mir diese Baugruppe in meiner Zeichnung aktualisiert. Man sieht es hier jetzt auch schon. Jetzt werden noch die Schnitte aktualisiert, die Details noch nachgezogen und mein PDF wieder erzeugt. Jetzt würde mir HiCAD noch die Einzelteile machen. Ich möchte jetzt aber einfach nur mal in die Konstruktion wechseln. Das heißt, ich gehe in die Fertigungszeichnung dieses Verbinders und was ich jetzt halt sehe, ich müsste hier halt dieses Maß noch richtig ziehen. Es kann natürlich vorkommen, dass ab und zu Maße versetzt sind, aber so wie man sieht, ich habe hier meine Maße, die ich vorher gesetzt habe, alle wieder an der richtigen Stelle und somit fällt hier eine große Zeitersparnis an. Wichtig dabei ist halt natürlich hier auch zu wissen, es muss hier natürlich anders konstruiert werden. Das heißt, so wie am Beginn gesagt, man muss vorher die Baugruppe haben, die Zeichnung wird erzeugt und danach wird abgeleitet.
ist natürlich oft vom Verständnis her komplett ein anderes Arbeiten. Aber ich möchte euch einfach das auch zeigen, dass es auch solche Möglichkeiten geben würde in HiCAD mit Helios.